Das ist der neue Carrado T448. Nein, meine Freunde, wir sind nicht auf den Caravan-Salon in Düsseldorf. Wir sind beim Freistaat in Sulzermoos und ich stelle euch heute den neuen Carrado T448 Pro Plus vor. Mein Name ist Dominik von Virtual Campsite und da steht er. Das ist das neue Modell für 2024 und wir schauen uns doch auch gleich mal die Heckgarage an, die tatsächlich riesengroß ist. Auf der gegenüberliegenden Seite, da ist die Tür etwas kleiner, sprich zum Beladen ist die Beifahrerseite optimal. Ihr kriegt hier auf jeden Fall auch einen Roller, sogar ein Motorrad mit runter. Das Fahrzeug hat eine Gesamtlänge von 7,29 Meter. Die Gesamtbreite beträgt 2,32 Meter und das Ganze unter 3 Meter, sprich 2,90 Meter, alles auf einen Citroën Jumper mit 140 PS. Und jetzt kommt's, die Innenhöhe, die liegt hier bei 2,10 Meter und das schauen wir uns jetzt an. Doch bevor wir einsteigen, schauen wir mal hier in der Halbdinette, machen wir mal das Staufach auf und hier habt ihr Platz noch und nöcher. Also hier bekommt ihr locker 2 Kasten Wasser mit unter, gigantisch. Ich war schon drinnen, ich kann euch sagen, das ist mal ein Fahrzeug, was richtig viel Platz für alle ermöglicht. Zugelassen für bis zu 5 Personen sogar. Die festgelegte Masse hier bei dem Fahrzeug liegt bei 2998 Kilo. Also das ist die Masse im fahrbereiten Zustand. Wir sehen es, auch hier leider keine Automatik, sondern alles eine manuelle Schaltung. Rooftop-Fenster selbstverständlich zum Öffnen und mit Faltverdunkelung. Links und rechts gibt es noch kleine Ablagefächer. Absolut ausreichend für euren Campingführer, für eure Warnwesten und für euren Erste-Hilfe-Kasten. Sollte doch eh griffbereit sein. Schauen wir auch gleich unter der Dinette weiter. Da lässt sich der Tisch absenken. Somit habt ihr nochmal Platz für ein weiteres Bett. Und hier befindet sich auch schon das Fach für eure Adiletten oder eure Birkenstock. Es ist hier an alles gedacht, wie ich finde. Schöne große Fenster. Auch hier direkt über der Dinette natürlich nochmal Hängeschränke. Gegenüber selbstverständlich ein weiterer Hängeschrank. Also ihr habt hier auf jeden Fall die Möglichkeit, einiges mit in den Urlaub zu nehmen. Worauf natürlich zu achten ist, auf die Gesamtmasse. Allerdings habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, einen Anhänger mitzunehmen. Und die Anhängelast beträgt gebremst 2 Tonnen und ungebremst 750 Kilo. Die Tür super mit einem Fenster. Hier das Bedienpanel von Lippert sowie das von der Truma Kombi 6. Auch im Eingangsbereich gibt es einen Spiegel. Die Aufbautür finde ich sehr angenehm. Die Breite wirklich top. Natürlich das Ganze mit Isofix. Da darunter befindet sich natürlich ein weiteres Staufach. Auch recht groß. Also Schuhe könnt ihr mitnehmen ohne Ende. Wirklich genial. Ich mag es. Ich habe immer gerne viele Paar Schuhe dabei. Und ja, fällt gar nicht auf, dass wir die ganze Zeit unter einem Hubbett standen. Wie gesagt, die Größe von 2,10 Meter, also die Innenhöhe, traumhaft. Das Hubbett hat jetzt die Maße von 1,95 Meter auf 1,40 im Kopfbereich und 1,10 Meter an den Beinen. Und man kann super entspannt ein- und aussteigen noch. Wie gesagt, und die Dinette kann man hier auch nochmal umbauen zu einem Bett. Und da hat man dann die Länge von 2,10 Meter auf 1 Meter in der Breite. Also wirklich ein ideales Fahrzeug für bis zu 5 Personen. Und ich konnte auch hier
unter dem Hubbett noch entspannt stehen. Wie gesagt, ich habe eine Höhe von 1,88 Meter. Ich zeige es euch nochmal. Also wirklich, ich fand es gut. Und jetzt schauen wir uns die Küche an. Schauen wir uns auch gleich mal den Hängeschrank direkt über der Küche an. Hier sind 4 große Fächer, recht tiefe Fächer, wo ihr sämtliche Utensilien unterbekommt. Von Chan, das Bedien- oder das Kochfeld mit 2 Flammen Gas. Direkt daneben natürlich das Waschbecken. Ich würde mich freuen, wenn ihr kostenlos den Kanal abonniert und gerne die Glocke aktiviert. Selbstverständlich gibt es auch hier in der Küche Strom. Die befindet sich hier drüber. 230 Volt Steckdose sowie 2 Lichtschalter. Und dann machen wir natürlich die Schublade auf. Selbstverständlich ein Besteckkasten. Wir sehen hier nochmal ein 12 Volt sowie 230 Volt Steckdose und direkt daneben die Gashähne. Auch hier, die machen wir nochmal auf. Wie gesagt, bis maximal 15 Kilo sind sie belastbar. Das Ganze mit einem Push-Lock-System. Auch hier an der Seite, direkt unter der Spüle, richtig viel Platz. Also hier bekommt ihr ja alles Mögliche mit unter. Hier könnten sich auch noch eure kleinen Kinder verstecken. Also Platz ist hier wirklich groß geschrieben. Dann zeige ich euch den Kühlschrank. Beziehungsweise erstmal den Gefrierschrank. Das Ganze ist von Tedford. Das Gefrierfach hat ein Fassungsvolumen von 29 Liter. Und der Kühlschrank selbst, ich meine von 129. Ich werde es euch nochmal mit einblenden. Das Ganze natürlich ein Absorber-Kühlschrank. Hier sehen wir es nochmal. Kühlfach 127 Liter. Also hier kriegt ihr einiges für eure Reise mit unter. Ihr müsst nicht verdursten, nicht verhungern. Und direkt darüber befindet sich jetzt der Fernseher. Ich lasse ihn jetzt drin. Den kannst du hier rausziehen. In beiden Richtungen ist er schwenkbar. Sprich von der Dinette und auch vom Bett. Eine tolle Übersicht. Darunter auch nochmal ein riesengroßes Fach. Was will man mehr? Die wichtigsten Daten werde ich euch selbstverständlich jetzt mit einblenden, bevor wir im Bad weitermachen. Wem es zu schnell geht, einfach kurz auf Pause drücken. Ich habe es jetzt auch gerade nochmal gelesen. 3052 Kilo wiegt er im fahrbereiten Zustand. Der Preis von 76.990, der ist auf jeden Fall korrekt. Ja, ich werde mich auch gefreut, wenn es ein bisschen günstiger wäre. Hier die Tedford Kassettentoilette, man kennt sie, aber auch im Bad hat man wirklich ausreichend Platz. Hier der Kosmetikschrank, ein Standard-Kosmetikschrank würde ich behaupten. Hier könnt ihr dann all eure Handtücher unterbringen und Frischwassertank. Da beträgt die Kapazität 122 Liter sowie ein Abwassertankvolumen von 92 Liter. Das Ganze ist natürlich hier ein Schwenkbad. Einfach zur Seite schwenken, daher der Name. Und ihr habt hier eine richtig große Dusche. Ich muss sagen, hätte ich so jetzt auch nicht gedacht, dass ich da so entspannt drin stehen kann. Aber es ist wirklich top. Hier den vermeintlichen Duschvorhang, den ziehen wir jetzt auch nochmal zu. Müsst natürlich darauf achten, dass bei der Tür die Kleiderstange eingeklappt ist. Auf jeden Fall funktioniert. Machen wir nochmal auch zu, wenn wir es zubekommen. Nee, da muss man tatsächlich erstmal raus wieder aus der Dusche. Es hängt ein bisschen an dem Bodenrost, an dem Duschrost. So, jetzt kriegen wir es auch schön zugeknöpft, das Ganze. Perfekt. Viele von euch wollen natürlich wissen, wie sieht es denn aus ohne diesen Holz. Macht man natürlich auch nochmal hoch. Wir sehen hier 2 Abflüsse
Auch hier geht es nochmal 2-3 cm, die man hier gewinnt an der Höhe. Also hier könnt ihr wirklich entspannt bis 1,99 m stehen, würde ich behaupten. Also für große Leute absolut ideales Fahrzeug. Machen wir zu und widmen uns jetzt dem Bett. Bevor wir aber im Bett weitermachen, schauen wir uns natürlich die Kleiderschränke darunter an. Auch recht großzügig und es gibt auch schon eine Schrankbeleuchtung. Externe findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Auch hier nochmal eine Kleiderstange. Ihr bekommt auf jeden Fall einiges von euren Klamotten mit unter. Hier ist die Leiter links von dem Hubbett und ja, also ganz ehrlich, das Ganze ist mal richtig großzügig. Jetzt, wie ich finde, mit das Wichtigste bei einem Wohnmobil, die Bettenmaße, und die sind hier auf der Fahrerseite mit 2,5 Meter mal 80 cm sowie auf der Beifahrerseite 2,10 Meter mal 80 cm. In der Mitte, was werden es sein, 40-50 cm. Habt ihr nochmal eine Liegefläche von 2,10 Meter in der Breite. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, es hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet, euch das neueste Wohnmobil für 2024 zeigen zu können. Ich würde mich freuen, wenn ihr kostenlos den Kanal abonniert. Wir sehen uns beim nächsten Video, macht's es gut, ciao, euer Dominik.